Nairobi hat mir alles gegeben, was ich gesucht habe und gebraucht habe vor allem. Aber das Leben hatte schönere Pläne für mich als die, mit denen ich gelandet bin. In den letzten 3,5 Jahren habe ich wenig gefilmt, wenn mal so private Stories hier und da. Mein Fokus hat sich verschoben vom Wirken vor und hinter der Kamera zu noch mehr Arbeit hinter der Kamera. Zum Lernen, zum Zusammenarbeiten. Ich habe mich, als ich ankam, nämlich zum ersten Mal einfach für mich erleben lassen. Was einfach dazu gedacht war, eine möglichst private Atmosphäre zu schaffen, wurde zu einer so besinnlichen Zeit, die mir diese Sanftheit als Form von Selbstachtung neu gezeigt hat und mein Leben wirklich bereichert hat durch viele Erlebnisse und vor allem aber durch die Haltung, die ich einnehmen konnte. Stellt euch vor, an einen neuen Ort zu ziehen, in meinem Fall ein neues Land, eine neue Stadt, ohne das direkt öffentlich bekannt zu machen. Also eigentlich ja ganz normal, es sei denn, es ist Teil von deinem Beruf. Für mich war das eine einmalige Chance, mein Empfinden und Kennenlernen von Orten, von neuen Leuten war viel freier, mit ungeteilter Aufmerksamkeit und einer gewissen Intimität des Moments, der einfach nur für mich oder alles, wer und was anwesend war, da war. Das hat mir auch mehr Kapazität gegeben, mich in dem neuen Alltag zu setteln. Und durch den Raum, den ich um mich gezogen habe, konnte ich Eindrücke in Ruhe aufnehmen und atmen lassen. Abgesehen von allen praktischen, organisatorischen Fragen, konnte ich dann auch neu erkennen, wofür ich stehe. Wie genau sich das dann auf meine Entscheidungen in allen Lebensbereichen auswirken würde. Also, Aufnahmen habe ich zwar nur von bestimmten Momenten, aber erzählen kann ich euch ja zum Glück trotzdem. Auch wenn es unmöglich ist, 3,5 Jahre wirklich in Worte zu fassen, möchte ich euch die Essenz geben. Als ich 2021 in Nairobi ankam, war mein oberstes Ziel, zu sehen, ob und wie ich meine eigene regenerative Farm und Residency in der Nähe von Nairobi verwirklichen kann. Für die, die es nicht wissen, ich hatte ja gerade davor 1 Jahr lang ein Eco-Village mit aufgebaut, den Ort dann aber verlassen. Alleine angekommen habe ich erstmal in Airbnbs gewohnt und dann im Gästehaus von einer Familie in Kangemi. Die Söhne und Töchter waren ungefähr in meinem Alter und der Dad hatte eine Leidenschaft fürs Gärtnern. Morgens hat immer jemand bei mir geklopft, um mir frisches Dauer zu bringen. Wir waren oft zusammen unterwegs, hatten Abendessen zusammen, bei denen ich Verwandte und Freunde der Familie kennenlernen konnte, mich unterhalten konnte. Sie haben mich zum Beispiel eingeladen, die Lodge eines Freundes der Familie zu besuchen, Canyon Owned, um zu sehen, wie er mit nachhaltigen Materialien gebaut hat, als Inspiration für mich und um mich zu vernetzen. Denn mein Ziel war ja auch, wieder möglichst nachhaltig zu bauen. Ich war meistens außerhalb von Nairobi unterwegs, auf Farmen, zu Heilkräuter- und Anbau-Fortbildungen, um zu lernen und um mich zu orientieren. The leaves are garlic. When you're cutting, because you need leaves, we keep on cutting them short. It can be big. Sugarcane helps for vomiting, nausea, typhoid. Ich wurde oft eingeladen, einfach irgendwohin mitzukommen, wodurch ich mehr und mehr Leute kennenlernen konnte. Und so war das erstmal ein sehr familiäres Ankommen und einfach Everyday Life. In Kangemi habe ich damals auch meine Locticians gefunden und hatte die beste Salonerfahrung. Shoutout Peter von Y-Locks. He saved my locks. Mein Highlight davon waren seine Playlists. Ich war immer mit Snacks versorgt. Chai und Chapati on deck. Und einfach, was sie mir alles über Nairobi erzählt haben. Nach ein paar Monaten in einer anderen Unterkunft bin ich dann in eine WG gezogen. Zum ersten Mal näher ans Zentrum. Dadurch habe ich nochmal ein neues Nairobi kennengelernt.
nach und nach auch mehr Leute, die auch nach Nairobi zugezogen waren. Expats, wie wir uns erdreisten, uns zu nennen. Dazu und noch mehr findet ihr in der Videobeschreibung. Mein Fokus war immer noch, so bald wie möglich aufs Land zu ziehen und wieder off-grid zu sein, weil ich es für den einzigen Weg hielt, wieder in Einklang mit den Werten zu sein, die ich durch meine Zeit vorher off-grid angenommen hatte und auch, weil es eine große Umstellung war, auf einmal wieder in einer Großstadt zu wohnen. Deshalb habe ich mich erstmal aus dieser Nairobi-Szene rausgehalten und bin bei jeder Gelegenheit aufs Land gefahren, zu Farmen, zur Familie von Freunden, habe Kontakte geknüpft und viel besichtigt. They use biogas here. Yes. Yes, you. Really? Einfach dort zu sein und zu sehen, zu quatschen, zu fühlen, war immer inspirierend und hat mich motiviert. Ich war aber von einer gewissen Rastlosigkeit begleitet, vielleicht weil ich das Gefühl hatte, dass ich an einem anderen Punkt hätte stehen sollen, nachdem ich so viel Zeit, Energie und Ressourcen im vorherigen Projekt gelassen habe. Und das wollte ich so schnell wie möglich wieder aufholen und mir wieder gut machen. Aber wie am Leben vorbei agiert man, wenn man glaubt, ich sollte eigentlich an einem anderen Punkt stehen, auch nicht hier in der Stadt wohnen und so weiter. Das war mein inneres Wresteln mit dieser Ungerechtigkeit, die ich zu verkraften hatte. Aber was passiert, wenn man nicht anhält und schnell weiter will? Dann kann man sich den inneren Prozessen, die eigentlich anstehen, auch nicht annehmen. Ich brauchte Ruhe, um zu realisieren, was an dem vorher Erlebten dran war, was an dem Konzept vielleicht nicht stimmig war und deshalb nicht einfach so repliziert werden sollte. Und vor allem war ich an dem Punkt eigentlich noch vollkommen ausgebrannt. Kennt ihr das Meme Probably Needed a Hug? Did XYZ instead? Bei mir wahrscheinlich Probably Needed a Hug, went Land Scouting instead. Je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr habe ich mich mit Nairobi angefreundet, was eigentlich unvermeidbar war, denn, sagen wir mal ehrlich, das ist eine der vielseitigsten, lebendigsten und auch noch grünsten Städte, in denen ich je war. Mit jeder kleinen Einladung Leute kennenzulernen, dazu zu lernen und alles in der Zwischenzeit zu genießen, habe ich der Stadt eine Chance gegeben. Oder besser gesagt, die Stadt hat mir die Chance gegeben, eine gute Basis zu schaffen. Eine meiner bereicherndsten Erfahrungen, mit der Zeit wirklich außergewöhnlich viele Leute kennenzulernen, mit einer mindestens genauso komplexen Geschichte wie meine, mixed or not, hier geboren, da aufgewachsen, dann dahin gezogen, Eltern aus dieser Schicht, diese und jene Abschlüsse, multinationale Hintergründe, womit ich in meiner Heimat die Ausnahme war. Das ist zumindest in dieser Nairobi-Sphäre normal. Im ersten Jahr habe ich meine Routinen gefunden. Meine Lieblingsspots, ein Lehrer, um Swahili zu lernen, was auch eine der Sprachen meiner Familie ist. Und habe ein Gefühl von Zuhause bekommen. Nachdem ich nach Tansania gefahren bin und kurz danach für einen Monat mehrere Orte in Indien besucht habe, war ich gleichermaßen inspiriert, voller Hoffnung und verunsichert, ob ich das richtige Grundstück finden würde oder ob ich ein Jobangebot, das ich in Delhi bekommen hatte, annehmen sollte. Statt nochmal von Null anzufangen, bin ich zurück nach Hause, nach Nairobi gekommen. Kurz danach habe ich dann eine neue Gegend mit wunderschönen kleinen Farmen und Homesteads besucht und hatte zum ersten Mal das Gefühl, mich da sehen zu können. Unter anderem, weil Angehörige von einer Bekannten da zur Nachbarschaft gehörten und es rundum stimmig und machbar wirkte, für mich als Einzelperson Teil der Nachbarschaft zu werden. 1-2 Mal war ich kurz davor, zu einem Angebot Ja zu sagen. Und plötzlich habe ich dann auch ein Grundstück gefunden, das allem entsprach, wonach ich die ganze Zeit gesucht hatte. Aber als ich vor der Entscheidung stand, diese Investition zu machen und mich der nächsten großen Sache zu committen, habe ich gemerkt, dass ich mit 100 Sachen die Stunde unterwegs war. Aber erst, als ich dann noch vom Pferd gefallen bin, also buchstäblich einen Reitunfall hatte, der mich für 2 Wochen komplett ausgeschaltet hat, habe ich endlich angehalten. Diese Pause, um die ich nicht herumkam, hat mich ehrlich innehalten lassen. Und als ich mich langsam erholt habe,
habe ich von ganzem Herzen entschieden, da anzukommen, wo ich schon war, das alte Kapitel hinter mir zu lassen und meinem Leben in Nairobi nicht mehr im Weg zu stehen. Rückblickend war das ein Segen, denn meine Herangehensweise, meine Idee und ich durften erstmal weiterreifen. Heute kann ich nur sagen, Gott sei Dank haben manche Sachen nicht geklappt. Und was wirklich gut werden soll, darf lieber langsam wachsen. Kurze Zeit später habe ich dann meine Locks ausgekämmt. Und das war der Anfang meiner Protective Styling Season, if you know, you know. Meine Haare in der Zeit fast nur geschlossen zu tragen und stark wachsen zu lassen, war ein richtiges Sinnbild für die Phase. Auftanken, nach innen schauen, in mich investieren, meinen Frieden schützen, auf die Wurzeln konzentrieren, auf das Fundament. Ich habe mir wieder Langsamkeit erlaubt. Ich habe Genuss wieder in meinen Alltag geholt. Ich habe mir erlaubt, Freundschaften entstehen zu lassen, weil ich die Stadt nicht mehr als Übergangsstation gesehen habe und mich getraut, mehr Permanenz zuzulassen. Zum Beispiel, indem ich meinen Kleiderschrank wieder ausgestattet habe mit Secondhand-Funden. Ich habe mir Pflanzen geholt und mein Zimmer dekoriert. Ich habe wieder genauer zugehört und gefühlt, was wirklich für mich dran war und was nicht. Und meinem Leben erlaubt, eine neue Form anzunehmen. Ein paar Umzüge später, meist wegen Baustellen, denn während du einmal blinkst, hat Nairobi schon 2 neue Wolkenkratzer aufgestellt, konnte ich auch wieder ungestört zu Hause filmen und somit hat langsam aber sicher auch YouTube wieder seinen neuen Platz in meinem Flow bekommen. Und ich war bereit zu teilen und da zu sein. Während ich ruhig vor mich hingearbeitet habe und sich mein Leben in Nairobi entfaltet hat, ist das Entweder-oder-Denken, mit dem ich gekommen war, einfach automatisch von mir abgefallen. Zu erleben und anzuerkennen, wie viele um mich herum auf ihre eigene Art, ob das jetzt privat oder in der Arbeit war, inspirierendes schaffen, hat mir ganz sanft gesagt, hey, look around. There's a multitude of ways to go about this. Also langfristig auf mehr Gerechtigkeit und gutes Leben für alle hinzuarbeiten. Und jedes Element, jeder Sektor, jede Person in ihrer individuellen Lage ist wirksam und keine einzelne Lebensweise ist als nur ethisch oder nur schlecht zu verorten. Das heißt nicht, dass es kein Maß gibt, an dem wir uns orientieren können. Aber es ist einfach vielschichtiger und nuancierter, als wir es uns mit unseren Idealen, vor allem im globalen Norden, vielleicht oft ausmalen. In Yes and Perspektiven finde ich mich echt viel öfter wieder, als in romantisierten und übervereinfachten, unsensiblen Vorstellungen. Meine Arbeit hat sich in den letzten Jahren zu mehr kreativer und beratender Arbeit hinter der Kamera verschoben, was ich liebe. Sprich Kreativdirektion, Scriptwriting, Regie, Artist Residencies, Content Creation und Socials Management für lokale Unternehmen, für Startups und Selbstständige, sogar Food Styling und Menu Designs. YouTube ist ja für mich schon immer ein Solo-Unternehmen, bei dem ich alle Aufgaben von A bis Z alleine mache. Und deshalb hat es mich so erfüllt, wieder mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten. Und das an Projekten, die meinen inneren Funken angezündet haben und neue Kapazitäten aus mir rausgeholt haben. Eins hat sich nicht geändert. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich es nicht lassen kann, meine eigenen Produkte und Heilmittel anzumischen, was frische, regionale Zutaten, Pflanzen und traditionelle Rezepte angeht, ist Kenia einfach Weltklasse. Und ich fand meine Lieblingszutaten überall. Und in meinem Bekanntenkreis hat man auch ziemlich schnell mitbekommen, dass ich meine Sachen herstelle, obwohl ich so gut wie keinem erzählt habe, dass ich zum Beispiel diesen Channel hier habe. Und aus Nachfragen hier und da nach Custom Blends wurden mehr, sodass ich angefangen habe, handgemachte Produkte für andere herzustellen. Haaröl, Massageöl, Haarbalsam, Intimpflegeöl, Leave-In-Conditioner natürlich, Feuchtigkeitsspray,
Teemischungen, you name it. Besonders individuelle Mischungen für jemanden zu machen und dann auch direkt noch Feedback face-to-face zurückzubekommen, hat richtig Spaß gemacht. Was soll ich sagen, was man liebt, das findet einen immer wieder. Und was wie ein Rückschlag oder Umweg aussieht, kann einen schärfen und entscheidende Elemente einfließen lassen, sodass etwas, das man vielleicht schon seit einem Jahrzehnt macht, auf einmal neue Substanz bekommt und reifen kann. Interessanterweise bekam ich irgendwann sogar das Angebot, unter anderem beim Aufbau von einem holistischen Retreat Center, einer Artist Residency, mitzuarbeiten, Canyon owned and led, was der Vision, die ich ursprünglich hatte, sehr nah kam. In meinem ersten Jahr in Nairobi wäre ich auf die Gelegenheit draufgesprungen. Aber ich war wieder besonnen und langsam genug, um zu wissen, dass das, was auf Papier gut passt, eben nicht das Richtige für einen sein muss. Maybe not for this season, maybe altogether. Es war nicht dran für mich, wieder in der Natur zu verschwinden und wieder nur daran zu arbeiten in der Form. Nairobi war dran für mich, mit allen Erfahrungen und Lektionen, die ich bekommen habe. In den letzten Jahren konnte ich wieder aufblühen und ankommen, mich weiterbilden und Sachen vertiefen. Die Essenz meiner Arbeit wurde mir klarer und was ich wirklich daran liebe. Und es ist nicht das vor der Kamera sitzen und der Aufmerksamkeit ausgesetzt zu sein, sondern das, was ich mit meinen Händen schaffe, in einem kreativen Prozess aufzugehen, eine Vision umzusetzen und meine Werte einfließen zu lassen. Ich kann stundenlang Produkte anmischen und an Rezepten werkeln, mit Kräutern, mit Düften, eine Atmosphäre schaffen, die Wohlgefühl schafft. Ich kann mich mit jemandem zusammensetzen und Impulse geben, um jemanden zu unterstützen, einen ganzheitlicheren Ansatz zu finden, ob das jetzt in der Gesundheit ist, in der Arbeit. Ich kann an einem Set Puzzleteile zusammenbringen, damit das Bild entsteht, der Film entsteht. Ich sehe die Überschneidung von Kunst, Storytelling, Natur, Nachhaltigkeit, ganzheitlicher Gesundheit und sozialer Gerechtigkeit. Ich kann diese Intention und Haltung in alles einfließen lassen. Lass das gerne eine Erinnerung sein, dass positives Wirken nicht nur auf eine Art aussieht. Ich glaube, dass wir alle Gaben haben. Ob das in der Musik ist, im Schreiben, im Debattieren. Das Medium ist nicht so wichtig wie die Haltung.